Gelobt und gepriesen sei ohne Ende. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist Herz-Jesu Freitag. Wir verehren heute die Liebe Gottes an uns Menschen. Wir beten 674. Gelobt und gepriesen sei ohne End. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Menschwerdung, deinem Tod und deiner Auferstehung. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deinem Wort, deiner Wahrheit und deiner Botschaft. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Liebe, deinem Frieden und deinem Geist. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Treue, deiner Wiederkunft und deiner Ewigkeit. Gelobt und gepriesen sei ohne End. ...676, Abschnitt 1. 676. Jesus sagt: Ich gebe euch mein Fleisch und Blut, Nahrung, Speise und Trank für uns. Wir hören und fragen, wir wundern uns und staunen. Geheimnis des Glaubens. Im Johannesevangelium lesen wir: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank.
Deine Macht, o Herr, verkünden wir. Herr Jesus Christus, gegeben als Speise und Trank, du Herr, Fleisch und Blut, du Herr, Leib und Seele, du Herr, Gott und Mensch, du Herr, Speise und Trank, du schenkst uns dein Leben, du schenkst uns deinen Geist, du schenkst uns deine Liebe, du schenkst uns deine Kraft, du bist gegenwärtig in deinem Mahl, du bist wirklich und wirksam in Brot und Wein, du bist Stärkung auf unserem Lebensweg, du bist Wegseher auf unserer letzten Reise. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament. Herr Jesus Christus, wahrhafte Speise, wandle uns in deinem Mahl. Herr Jesus Christus, wahrhafte Speise, wandle uns an deinem Tisch. Herr Jesus Christus, wahrhafte Speise, wandle uns mit deiner Macht. Wir beten gemeinsam. Mahl des Herrn, ernähre mich, Leib Christi, erlöse mich, Blut Christi, tränke mich, Leben Christi, stärke mich, Geist Christi, durchdringe mich, Geheimnis Christi, öffne dich, in deine Nähe ziehe mich, vor allem Bösen schütze mich, aus deiner Fülle speise mich, damit ich lebe ewig. Wir singen die Lieder nur, wenn ich Liednummer sagen würde. Ja? Wenn ich nicht sage, Liednummer, dann singen wir nicht.
676. Gott hat ein Herz für die Menschen. Er liebt sein Volk wie Eltern ihre Kinder. Dieser liebende Gott hat sich uns in seinem Sohn offenbart. Dafür danken wir und beten, Herr Jesus, Abbild und Wesen des Vaters. Von Anfang an scheiden sich an Jesus die Geister. Seine Liebe erfährt nicht immer Antwort. Doch der greise Simeon jubelt im Tempel über Jesus, den Messias. Er ist das Licht der Welt und das Heil aller Völker. Das bekennen auch wir und beten, Herr Jesus, Sohn des lebendigen Gottes. Jesus wendet sich den Armen und Kranken zu. Er tröstet Schwache und Einsame. Er schenkt Heilung und Zuversicht. Das erhoffen auch wir und beten. Herr Jesus, Heiland der Kranken. Eine Frau salbte Jesus mit Nadenöl. Der Herr spricht ihr die Vergebung der Sünden zu, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Er sitzt mit dem Sünder Zachäus zu Tisch und sagt ihm, dass seinem Haus Heil geschenkt ist. Jesus vergibt, wo Menschen Reue zeigen. Das erbitten auch wir und beten, Herr Jesus, Retter und Erlöser. Aus Jesu geöffneter Seite strömen Blut und Wasser. Aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Dafür danken wir und beten, Herr Jesus, Brot des Lebens. Viele Menschen haben erfahren, dass Jesus ihnen nahe ist, dass er unendlich geduldig ist, verhärtete Herzen aufbricht und Frieden schenkt. Darüber staunen wir und beten, Herr Jesus, Freund deiner Freunde. Wer sich dem Herzen Jesu anvertraut, empfängt Kraft, das eigene Kreuz zu tragen, schwierige Situationen zu meistern und Liebe auch dort zu schenken, wo keine Gegenliebe zu erwarten ist. Dankbar für jedes Zeugnis christlicher Hoffnung beten wir, Herr Jesus Christus, gütig und selbstlos von Herzen. Herz-Jesu durchbohrt von der Lanze. Herz-Jesu geduldig und voll Erbarmen. Herz-Jesu
du Sühne für unsere Sünden. Herz-Jesu, unser Friede und unsere Versöhnung. Herz-Jesu, du Retter aller, die auf dich hoffen. Herz-Jesu, du Hoffnung aller, die in dir sterben. Herz-Jesu, würdig allen Lobes. Herz-Jesu, dir vertrauen wir. Gott der Langmut und Liebe, in der Hingabe deines Sohnes am Kreuz umarmst du die ganze Menschheit. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, die du uns schenkst, in der wir angenommen und geborgen sind, als deine Tochter und Söhne, als Schwestern und Brüder Jesu Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Wir singen 495. Krömet der Liebe Gottes, Leib des Herrn sei Gott verehrt. Mal des uns mit Gott versöhnt, Tod des unsere Seele nährt, Blut in dem uns Gott besiegt, seine Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Gelobt und gepriesen sei ohne Ende.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am Herz-Jesu Freitag. Heute feiert weltweit, die Kirche weltweit, dieses Fest Herz-Jesu Freitag. Und heute ist noch, gedenken wir des heiligen Märtyrer Bonifatius. Wie wir alle wissen, er hat unserem Land vor über 1200 Jahren her missioniert und auch zum ersten Mal den Glauben an Christus hier gebracht. Deswegen sind wir alle heute Christen. Wir alle berufen worden, Christus nachzufolgen, seine Liebe mit unseren Mitmenschen zu teilen. Ihn, unseren Herrn und Bruder Jesus, rufen wir in Kyrie und bitten wir um sein Erbarmen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, erhöre die Bitten deiner Gemeinde, die heute das Fest des heiligen Bonifatius feiert. Auf seine Fürsprache schenke uns deine Hilfe, damit wir den Glauben treue bewahren, den er unseren Vätern gepredigt und mit seinem Blut besiegelt hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Christus wird dem Volk und den Heiden ein Licht verkünden. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen sagte Paulus, König Agrippa, ich habe mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt, sondern zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem, dann im ganzen Land Judäa und bei den Heiden verkündet, sie sollten umkehren, sich Gott zuwenden und der Umkehr entsprechend handeln. Aus diesem Grund haben mich einige Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich umzubringen. Doch ich habe Gottes Hilfe erfahren bis zum heutigen Tag. So stehe ich da als Zeuge für Groß und Klein und sage nichts anderes als das, was nach dem Wort der Propheten und des Mose geschehen soll, dass der Christus leiden müsse und dass er als erster von den Toten auferstanden dem Volk und den Heiden ein Licht verkünden werde. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir beten miteinander zu Gott, der auch heute Menschen in seinen Dienst ruft. Für den Papst und die Bischöfe, für alle Frauen und Männer, die ihren Glauben und ihre Hoffnung leben. Herr, segne sie. Wir bitten dich. Für alle, die auf Menschen stoßen, die religiös taub zu sein scheinen, aber auf der Suche sind und Sehnsucht spüren. Herr, segne sie. Für alle, die von der Institution Kirche enttäuscht sind, auf Abstand gehen oder austreten und doch Glauben in sich tragen und Liebe leben. Herr, segne sie. Für die Frauen und Männer der Kirche in unserem Land, die Erneuerung suchen, um Zukunft ringen, sich den Problemen der Gegenwart stellen und trotz aller Schwierigkeiten auf deinen Segen vertrauen. Herr, segne sie. Für alle unsere Verstorbenen, die uns ihre Liebe schenkten, von ihrem Glauben erzählten und uns von Herzen gut gewesen sind. Herr, segne sie. Guter Gott, du bist die Zukunft, der wir vertrauen, der Liebhaber, der uns nicht aufgibt, der Wegbegleiter und Freund, der uns trägt und hält, sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 186.
Allmächtiger, ewiger Gott, um den Martertod des heiligen Bonifatius zu ehren, feiern wir das Opfer deines Sohnes und bekennen, dass jedes Martyrium seinen Ursprung hat in diesem einen Opfer Jesu Christi, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Hebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, immer und überall zu danken und am Fest des heiligen Bonifatius das Werk deines Erbarmens zu rühmen. Vom Eifer für das Evangelium erfüllt, verließ er seine Heimat aus Liebe zu Christus und wurde zum unermüdlichen Seemann deines Wortes, um unzählige Menschen für dich zu gewinnen. Er verkündete vielen Völkern die frohe Botschaft, er führte sie auf den Weg des Heiles und wurde so ihr Vater in Christus. Als guter Hirt gab er für sie sein Leben dahin, bis zum Tode standhaft im Bekenntnis deines Namens. Mit reicher Ernte trat er ein in die Freude des Himmels und empfing die Krone des ewigen Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind die Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte er seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus,
unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünden, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, dich bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch diese heilige Speise stärke in uns den Glauben, für den der heilige Bonifatius sich abgemüht und sein Leben hingegeben hat. Festige uns in deinem Dienst, damit wir im Wort und der Tat das Kommen deines Reiches verkünden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Zum Schluss singen wir 542, die erste Strophe. 542. Ja, ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Freitagabend und aber auch ein gesegnetes Wochenende. Wenn Sie nach draußen gehen, immer diese Corona-Regel an das Hl.Meter festhalten.